grüße euch. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich habe mir eine neue Action-Kamera gekauft, die neue GoPro 10. Und genau die möchte ich mit euch zusammen heute testen. Die Einstellung für heute ist 60 Hertz, die 4K-Qualität, 120 FPS, also 120 Bilder pro Sekunde. Dazu der Horizontalausgleich, er geht bis zu 45%, beziehungsweise gleicht er aus. Also man kann schon mal ein bisschen hin und her stolpern oder sonst irgendwas. Die Kamera sollte immer gerade bleiben. Und dann kann ich nur noch sagen, los geht's. Und dann ging es auch schon die Stufen herunter. Eine gute Strecke, um mal den Horizontausgleich zu testen. Und wie man schon sehen kann, bleibt alles schön gerade. Obwohl ich schnell darunter gegangen bin und auch mal nach rechts und links geschwenkt habe. Die Kamera bleibt schön gerade, das gefällt mir gut. Hier sind wir am Hasselbachteich angekommen und gehen dann weiter zum Donepateich. Ja, über Stock und Stein. Dann bin ich extra ein paar andere Wege gegangen, also nicht die geraden Wanderwege, die da so sind, sondern einfach mal querfeldein, um die Kamera eben zu testen. Vor allen Dingen war es hier ganz schön glatt und bin auch hier und da mal gestolpert und gerutscht, aber man sieht eigentlich nichts. Die Kamera bleibt schön sauber gerade. Die GoPro 10 hat so viele Einstellmöglichkeiten, dass ich erst im Nachhinein gesehen habe, dass ich so einiges noch höher stellen konnte, wie zum Beispiel die Bitrate oder auch die Schärfe. Was man auch sagen muss, es war richtig dunkel, diesig, es war ein schlechtes Wetter, das Sonnenlicht fehlte. Und dafür, denke ich, sind die Aufnahmen ganz gut. Wer hier mal wandern möchte, hier gibt es viele, viele Wanderwege. Ich bin auch so einigen Wanderern begegnet. Also es gibt hier einiges zu gehen.
ging es auch ganz schön runter. Ich war auch einige Male weggerutscht. Die Kamera ein bisschen zur Seite geschwungen, aber man sieht nichts davon. Wirklich gut. Hier bin ich jetzt am Donauparteich angekommen. Der sich auch noch ein ganzes Stück in die Länge zieht. Wie gesagt, ich bin immer abseits der Wanderwege gegangen, um wirklich mal über Stock und Stein zu gehen, damit man die Kamera testet. Gerutscht, schon wieder gerutscht. Leg ich mich bald hin. Hier habe ich dann auch so eine Kehrtwende gemacht, denn es wurde so langsam auch immer dunkler und deshalb bin ich wieder zurückgegangen. Ja, man sieht auch, dass es dunkler geworden ist. Natürlich bei richtig schönem Sonnenschein hat man natürlich auch ein wesentlich besseres Bild. Aber hier ging es ja auch einmal um das Testen. Das war der erste Einsatz der GoPro 10. Ich denke, die nächste Einstellung wird auf jeden Fall anders sein. Vielleicht sogar 5.3K, das kann die Kamera ja auch. Schön, dass ihr zugeschaut habt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.